Zur Abwechslung möchte ich das hier mal zeigen. Ich werde da natürlich nicht das ganze Video zeigen. Ein paar Punkte will ich aber doch erwähnen. Guckt euch an, allein schon hier, schon das erste Bild sagt schon so viel aus, aber okay. Das ist die Pressekonferenz, Apollo 11. Apollo 11 Crew. Und die werden halt befragt. Ich habe mir eben ein anderes Interview angeguckt, aber da wollte ich lieber hier was raus zeigen. Und ich möchte euch das so zeigen, dass ihr die Chance habt, wenigstens das selber zu analysieren. Aber man muss bedenken, das waren die ersten Menschen auf dem Mond, sonst zurückgekehrt. Die sind ja nicht gerade aus der Kapsel, die haben sich schon erholt und alles. Und jetzt werden die befragt. Für mich sieht das wirklich wie ein Verhör aus. Und ihre Körpersprache zeigt, dass es denen sehr unangenehm ist. Teilweise sind sie total verstört. Gerade der hier macht in einem anderen Video, was ich vielleicht gleich zeige noch, der macht solche komische Bewegungen mit der Hand, guckt sich hier da auf den Arm, dann auf die Schulter, dann also der hat richtige Ticks, ne, teilweise bekommen. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass das 3 Lügner sind, aber ich lasse kurz laufen und nur ein paar Stellen zeige ich euch. Ihr könnt euch natürlich das in Ruhe angucken und so. Ich war gerade bei der NASA auf der Seite, aber hier YouTube ist mir dann doch heimischer. Und ich möchte ganz kurz nur... Erstmal seht ihr die... Gut, kleines technisches Problem gehabt. Jetzt habe ich den Sound und jetzt ist es ein anderes Video. Ja, es ist verdammt unscharf und man kann das hier nicht nachbessern, aber ich will hier zu dem hier rüberspringen. Habt ihr gesehen, ihr gehört? Guckt euch an. Geredet. Entschuldigung, aber ich wollte ein bisschen... And slides which most of you have already seen, and with the intent of pointing out Es fällt ihm sehr schwer zu lügen. on the spot which may not be obvious to those of you who are looking at Der zittert, sein Kinn hat gezittert eben jetzt und er atmet, er versucht das zu überspielen, das ist ein intelligenter Mensch. Seht ihr, der hat großes Problem, diese Show durchzuziehen, aber er muss es tun. Sie 3 waren alle auf dem Mond. Ja? Hier muss man kein Psychologe sein. Und eben habe ich mich gewundert, die Kommentare drunter, dass das wirklich oft steht dort, ne, Body, Dings hier, Körpersprache und so, dass man braucht ja eigentlich gar nicht viel erzählen, wenn man das ansieht. Und ich mache das ja nicht komplett, aber ich möchte ganz kurz noch euch dieses Gesicht, die Art widerspricht. Into Earth orbit and on a trajectory to the moon. Our memory genau. Ja. Ihm fällt das auch schwer, er hat das auswendig gelernt natürlich und hat das, ne, die haben das probiert. Ey Leute, ich will euch das gar nicht so jetzt einreden. Ich möchte einfach nur zeigen, dass das niemals eine echte Reaktion ist. Und ich gehe mal rüber, ich will das Video... Da kommt auch so eine Szene, da wird es sich auch angucken. A number of experts had, prior to the flight, predicted that a good bit of difficulty might be encountered by people attempting to work on the Reden so Leute, die auf dem Mond waren. After landing, we felt very comfortable in the lunar gravity. Ja, es ist besser, man schaut sich das, wenn überhaupt, dann vielleicht selbst an. Aber hier wollte ich nochmal ganz kurz das laufen lassen und dann mache ich gleich
zeige ich was anderes noch. Aber der ist noch eigentlich der coolste von allen, aber irgendwie sieht so ein glücklicher oder stolzer Mensch aus. Guckt euch an, was die machen die da überhaupt. Das ist wie ein Verhör und die sind erwischt. Kammer einer Antriebsrakete beispielsweise Wasserstoff und Sauerstoff hineingepumpt. Gemeinsam werden sie hier bei sehr hohen Temperaturen verbrannt. Es kommt zu einer Reaktion. Es entsteht Wasser, das im gasförmigen Zustand durch eine Düse gepresst wird. Thermische Energie sowie der entstehende Druck werden beim Austreten in Bewegungsenergie umgewandelt. Es entsteht Schub. In unserem Beispiel entsteht beim Verbrennen des Treibstoffs Wasser, in der Fachwelt Stützmasse genannt. Wenn diese Masse durch die Düsen herausgepresst wird, wirkt sie wie eine Betonwand. Mit der kann sich ein Raumschiff im luftleeren Raum sozusagen abstoßen. Well, I think we might refer to this plaque again in the last line. Says, "We came in peace for all mankind." I think that's precisely what we mean. On Swedish television. Neil Armstrong said before that it was rather unpleasant to think of the fact that, or the possibility that you would get stuck on the moon. What is the longest time if the ascent stage doesn't fire? And I think Mike Collins said in an earlier interview that he would then have to just leave and go back to the Earth. What is the longest time you can wait between the not firing and the time when Mike Collins would have to go back, the time you would have to work on the moon then to fix whatever was wrong or try to fix it? You have those numbers immediately at hand? I don't have the numbers. Probably would be a matter of a couple days. At what point in the timeline will the American flag be erected on the moon's surface? What? It's going to take place when we are both early in the time period when we're both on the surface in order to aid each other with the unstowing and operation, and it also should be at the time period when we have the TV camera placed in such a position that it would be able to see that. I don't mean to sound discouraging, but I don't have high hopes that the picture that we'll be able to send you back from the surface will be nearly so good as those you've been looking at in recent flights from the command module. The camera is somewhat different, and we're somewhat more restricted in the kinds of lenses and the kinds of that we can use and the kinds of lighting we have available to us and the resolution of the camera, and I suspect that you'll be somewhat disappointed with those pictures. I hope that you'll recognize that that is just one of the problems that you face in an environment like the lunar surface, and it'll be some time before we really get high-quality lunar surface pictures back on TV link. James Burr, the BBC. Colonel Collins, to people who are not astronauts, you would appear to have the most frustrating job on the mission, not going all the way. How do you feel about that? Well, I don't feel in the slightest bit frustrated. I'm going 99.9 some percent of the way there, and that suits me just fine. I couldn't be happier to be right where I am. I'd like to say in that regard that the man in the command module, of course, by himself has a giant-sized job. If the film photographer has a chance to get some pictures at the end of the press conference, we'd like to do that right now. Ik vind het zo vrij ergerlijk, meneer, dat je het
dit kan niet. Dit kan gewoon absoluut niet.